Willkommen zu einem weiteren Abenteuer auf meinem Kanal. Jenseits der Grenzen des Bekannten. Tauche ein in die düsteren Geheimnisse vergessener Welten, während wir 3 einzigartige Bunkeranlagen erkunden. Im einen der heutigen gezeigten Bunker kämpfen wir gegen die Fluten, um verborgene Schätze zu entdecken. Ein anderer Bunker birgt ein düsteres Geheimnis, eine alte Gedenktafel, die von einem tragischen Unglück erzählt, das einst die düsteren Wände erschütterte. Gefallen beim Fliegerangriff am 11. September 1944. Doch nichts bereitete uns auf den Schock vor, als wir im letzten Bunker auf eine grauenvolle Entdeckung stoßen. Die Spuren von Dieben, die den Ort geplündert haben und schreckliche Relikte aus der Nazi-Ära gestohlen haben. Innerhalb dieser einen Woche ist jemand nach hier gekommen und klaut einfach diesen Filter. Was war besonders an diesem Filter? Auf diesem Filter war ein Reichsadler, ein originales Hakenkreuz aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges, und irgendwelche Typen finden das so geil und wollen sich daran bereichern, verkaufen es auf eBay, stellen es sich ins Wohnzimmer oder sonst was und verderben jedem anderen, der nach ihnen in den Bunker kommt, den kompletten Spaß. Auch hier wurde der Filter abgeschraubt, geklaut und mit nach Hause genommen. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Lost Place Abenteuer auf meinem Kanal. Wir sind wieder für euch auf streng geheimer Bunkertour. Wir fahren heute ein paar Bunker an, mal schauen, welche von diesen offen stehen und welche wir dann zusammen mit euch erkunden. Ich weiß auf jeden Fall, dass es gleich noch nass wird. Es wird jetzt so ein kleiner Lost Place Vlog. Wenn ihr Bock drauf habt, bleibt gerne dran. Viel Spaß mit diesem Video. Ich befinde mich jetzt hier in der ersten Anlage im Treppenabstieg. Überall sind Steine heruntergekommen und hier haben wir die erste schwere Bunkertüre. Das ist eine Doppeltüre, die konnte man oben und unten aufmachen, und hier geht es jetzt in den Bunker hinein. Wir haben im Bunker diesen roten Streifen, den kennt man von ein paar anderen Anlagen, und hier haben wir dann die zweite Bunkertüre und wir befinden uns hier in der Gasschleuse. Hier haben wir so ein paar Pappdinger, die hier rumliegen, ein paar Steine, und hier geht es in den Bunker hinein. Er ist jetzt nicht allzu groß, aber doch ganz schön. Der wurde nämlich definitiv in den 80er Jahren noch nachgenutzt. Warum, erfahrt ihr gleich. Wir haben jetzt hier weitere Abzweigungen. Hier wurde mal irgendwas zugemauert und hier liegt sogar noch ein alter Zeitungsbericht auf dem Boden, Leute. Mega krass. Und hier hinten in der Ecke haben wir einen Handlüfter. Und durch diesen hat man halt für Frischluft hier im Bunker gesorgt. Und das hier ist einer der Notausgänge. So sieht das Ganze von oben aus. Und ich bin gerade echt ein bisschen erschrocken. Warum? Erzähle ich euch. Der Bunker ist vor ungefähr einer Woche in der Szene aufgetaucht und hat so ein bisschen die Runde gemacht. Und ihr habt gerade den Lüfter hier gesehen, und die sich mit Bunkern ein bisschen auskennen, denken sich so, da fehlt doch was. Und ja, es fehlt tatsächlich der Filter von dem Lüfter. Dieser befindet sich normal hier in diesem Schraubgewinde drin und es sieht noch relativ neu aus. Und das hat auch einen Grund, warum dieses Gewinde so neu aussieht, denn vor einer Woche war der Filter noch da. Das heißt, innerhalb dieser einen Woche ist jemand nach hier gekommen und klaut einfach diesen Filter. Was war besonders an diesem Filter? Auf diesem Filter war ein Reichsadler und ein originales Hakenkreuz aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges, und irgendwelche Typen finden das so geil und wollen sich daran bereichern, verkaufen es auf eBay, stellen es sich ins Wohnzimmer oder sonst was und verderben jedem anderen, der nach ihnen in den Bunker kommt, den kompletten Spaß. Also wer auch immer das gemacht hat und du jetzt dieses Video siehst, ich hoffe, du kommst in die Hölle. Unglaublich, ich bin echt wieder sprachlos, Leute, das ist unfassbar. Wir lassen uns den Spaß jetzt hier dennoch nicht verderben und schauen uns die Anlage weiter an, denn es gibt auch noch zahlreiche andere Sachen hier zu entdecken, wie zum Beispiel hier eine extrem alte Flasche, und hinten haben wir auch noch einen sehr spektakulären Raum, der nach dem Krieg noch genutzt worden ist. Dann gucken wir uns das Ganze noch mal an. Der René ist wieder am Start. Kurbelt das ganze Ding hier gerade mal an.
und es funktioniert noch. Und hier haben wir die nächsten kleinen Nebenräume. Hier bei dem Durchbruch standen wir gerade auf der anderen Seite. Hier sind auch noch ein paar Zeitungen. Überall liegt ein bisschen Müll auf dem Boden. Und das hier ist wahrscheinlich für die Wasserversorgung oder so mal gewesen oder Heizung. Bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher, kann ich gerade nicht so ganz erkennen. Und dasselbe haben wir hier auch. Auch hier wurde der Filter abgeschraubt, geklaut und mit nach Hause genommen. Was sagst du dazu? Ich finde das ein Frecher. Unglaublich, unfassbar, oder? Ich höre nur Worte zu. Ja, und vor einer Woche war er noch da. Ja, das ist auch der Grund, warum man Locations nicht teilen sollte. Und man sollte halt versuchen, die Locations so gut wie es geht zu verbergen. Ja, und das Spannende hier sind definitiv die ganzen Bilder aus den 80ern von den Beatles. Wir finden jetzt gleich auch einen Schriftzug. Beatles, extrem krass. Habe ich so auch noch nicht gesehen und auch heftig, dass diese Poster teilweise noch so gut erhalten sind. Man kann ja echt noch alles erkennen. Und hier haben sie völlig übertrieben. Und hier haben wir die riesige Wandbemalung, The Beatles. Und überall hängen die Poster. Und damals war das wahrscheinlich für irgendwelche Jugendlichen die Bunkerbar. Und hier wurde wahrscheinlich wild gefeiert, sehr viel Alkohol getrunken. Und die Leute haben hier dann wahrscheinlich echt ihre Jugend genossen. Im Bunker. Und hier haben wir dann den zweiten Notausgang der Anlage. Hier auf der linken Seite haben wir eine weitere Gasschleuse, ein weiterer Zugang zum Bunker. Und hier vorne geht es dann auch nach draußen. Haben wir in dieser kleinen Bunkeranlage nun alles gesehen und machen uns auf zur nächsten Location und da nehmen wir euch auch wieder mit. Also bis gleich. So, wir befinden uns mittlerweile in der zweiten Anlage des Abends, Leute. Wir waren auch hier erfolgreich und hier haben wir echt eine spannende Geschichte in diesem Bunker. Ich bin gerade schon mal durchgelaufen und habe eine alte Gedenktafel gefunden. Die müssen wir uns gleich auf jeden Fall mal genauer anschauen. Das ist jetzt einer der zwei Eingänge vom Bunker und hier geht es in die Röhre hinein und wir befinden uns hier unter einem Friedhof einer deutschen Großstadt, Leute. Ist ein kleines Ding, aber wie ich finde, sehr schön und sollte man definitiv mal mitnehmen und gesehen haben. Hier haben wir wieder einen Handlüfter von der Firma Auer, wie wir hier erkennen können. Und mit ein bisschen Glück sehen wir hier auch das Baujahr. Es müsste, glaube ich, 41 gewesen sein, kann man aber leider gar nicht mehr so gut erkennen. Dann geht es hier noch weiter geradeaus. Hier haben wir Wegweiser, die auch wieder nachleuchten. Ja, ein bisschen schwach. Ist die Farbe nicht mehr ganz so gut erhalten. Dann hat sich hier wahrscheinlich mal der Notausgang befunden, der nachträglich zugemauert worden ist. Hier haben wir auch so ein ganz kleines Loch. Und jetzt gehen wir auf direktem Wege auf die Steintafel zu. Und guckt euch das mal an, was hier steht.
Oben haben wir einmal das Eiserne Kreuz. Hier ruhen in Gott unsere 16 Kinder. Ferdi Hübgen, 13.12.1930. Robert Hübgen, 5.8.1932. Gefallen beim Fliegerangriff am 11. September 1944. Und auch hier schon wieder der 11. September. Was ein Datum, unfassbar. Hier geht es dann weiter in der Anlage. Oben haben wir die Beleuchtung und hier rechts hinter der Holztüre befinden sich die Toiletten. Davon ist nicht mehr viel zu sehen, außer die einzelnen Kabinen. Und auch hier leuchten die Decken komplett nach. Aus irgendwelchen Holzkisten wurde die Türe hier gebaut. Und hier haben wir einen weiteren Schriftzug. Kein Aufenthaltsraum, nur für Wache. Und hier befindet sich die Bunkertüre. So, wir sind mittlerweile am dritten und letzten Bunker für heute angekommen. In diesem soll sich eine Menge Wasser befinden. Deswegen haben wir jetzt die Gummistiefel eingepackt und hoffen, dass diese reichen. Hier steht ein Auto. Oh, hier ist es. Hier ist es. Und der Bunker ist noch auf. Yes. Guckt euch das an. Ja, Der stand letztes Mal nicht hier. Wir haben einen Mann-Bunker hier. Wie, der stand letztes Mal nicht hier? Den haben sie hier aufgestellt anscheinend vor kurzem. Echt? Ja, würde ich sagen. Also vor einem Jahr war der nicht hier. Steht aber schon länger hier letztes Mal. Ein klassischer Ein-Mann-Bunker. Ja, den Bunker wollen wir uns nicht anschauen. Das Interessante befindet sich hier drinnen. Wartest du dann mit mir, bis einer von den zwei fertig ist? Ja. Die liebe Johanna hat nämlich keine Gummistiefel dabei. Das heißt, wir müssen jetzt warten, bis einer fertig ist und dann in Zweiergruppen reingehen. Sieht aber auf jeden Fall sehr interessant aus. Okay, die ersten zwei Kollegen sind jetzt raus aus der Anlage. Und ja, die ganze Hose ist nass. Gummistiefel haben nicht gereicht. Das heißt, ich gehe jetzt mal kurz zum Auto und ziehe mir die Watthose an. So. Jetzt geht's nochmal rein in die gute Stube. Wir haben eine extrem hohe Luftfeuchtigkeit. Der liebe DK Wolf opfert sich nochmal. Kommt mit rein. Ah, hier haben wir ein kleines Regal. Noch von früher. Und ja, hier beginnt die Röhre, hier beginnt das Wasser. Hier haben wir so einen kleinen Eimer. Ah, und hier links sind die Verankerungen der Bänke, ne? Genau. Wo die Leute dann Schutz suchen konnten und hier wie in Scharen links und rechts sitzen konnten. Jo, und hier ist folgendes. Oben festhalten. Ja. Boah. Und dann durch. Und durch. Ja. Okay, dann würde ich hier die Kamera jetzt mal geben. Boah, ich mit meinen kleinen Beinen, ne? Jawohl. Jawohl. Definitiv nicht gemacht für kleine Menschen. Ja. Schick, schick. Es geht nach rechts, es geht nach links. Links haben wir die Toiletten und noch halten die Gummistiefel, aber wie man an deiner Hose erkennen kann, halten sie gleich nicht mehr. Boah, hier liegt ja richtig viel Grill auf dem Boden.
Man merkt ja gar nicht so richtig, wo man landet. Ich dachte, wurde damals Säurebecken getauft. Säurebecken. So wie das Wasser aussieht, ja. Ich gehe direkt mal bis hinten. Boah, das ist unglaublich lang zu laufen. Ach, hier, wird es nicht ab, ne? Ja. Komplett vergammelt, die Toiletten. Man kann nicht erkennen, Damen, Herren. Aber das war wahrscheinlich im Ernstfall egal. Überall Mücken, die hier rumfliegen. Okay, das ist auf jeden Fall nicht appetitlich hier, Leute. Aber es geht schon richtig ordentlich rein. Hier sehen wir nochmal den Durchbruch. Die ganzen Holzbalken hier, das sind die Bänke. Das hier. Ach, ist es durchs Wasser alles Ja, weggegammelt? ganz genau. Hier siehst du es noch, da links. Ja. Aber man kann echt nicht so normal laufen hier, ne? Dann geht es geradeaus zum zweiten Eingang. Da ist noch ein Eingang, genau. Aber insgesamt gab es 3. Und es geht nach links. Genau, das ist die Kabel einfach. Ja. Und hier sehen wir das nochmal ganz gut mit den Holzbänken. Boah, ist echt schön. Eigentlich. Die Farben? Ja. Mhm. Das siehst du auch nicht so oft. Ja, definitiv. Eine einzigartige Anlage. Extrem vergammelt die Türen hier. Da vorne ist der René. Okay, was waren die Kanister hier? Illegale Müllentsorgung. Das ist die alte Elektroverteilung. Und es geht wieder nach links und noch nach rechts. Da ist der Ausgang da drin. Der dritte. 3 Zugänge zum Bunker also. Ach, guckt euch das mal an, wie diese Tür hier schon weggegammelt ist. Hammer. Okay. Da war der weitere Zugang zum Bunker. Nee, hier scheint ein Lüfter dran, glaube ich. Ist hier unten der Griff von der Türe? Ja. Ich stehe auf einer Türe. Alter. Die Tür ins Haus gefallen, ne? Mit der Tür ins Haus gefallen. Ah, und da meint ihr war die Belüftung? Ich glaube schon, Kann- wenn du das hier siehst, das könnte die Vorrichtung noch haben. Mhm. Da sind auf jeden Fall keine Sitzbänke hier. Ja, ist schon schön mit den Farben, ne? Definitiv. Das ist nicht verknistert, das ist einfach nur Dreckablagerung. Das ist Dreck, ja. Ja, was vielleicht auch noch interessant ist, das ist ein alter Werksluftschutzbunker, ne? Ja. Und damals war hier in dem Wald noch eine alte Firma, ich glaube das war eine Zementfirma, und für die wurde eben dieser Bunker hier gebaut. Ne? Ja. Also in der Regel haben die Firmen damals so Werksluftschutzbunker natürlich auch für die Häuser bereitgestellt, die unmittelbar in der Nähe waren, aber hauptsächlich natürlich für die Mitarbeiter bereitgestellt. Vielleicht eine Sitzplatzmarkierung? Ja, 168. Das könnte sein. Muss man auf jeden Fall aufpassen dann gehen. Ah, da haben wir die nächsten Toiletten, ne? Ah ne, von hier sind wir gekommen.
Genau, Ja, stimmt. Dann gucke ich mir. Ist einer bis hier gegangen? Nee, da hinten noch nicht durch. Können wir aber gerne mal machen. Ist halt sehr umständlich. Ist ja irgendwas zu sehen, ey. Weiß ich nicht. Nur der andere Eingang noch und die Gassteuer. Okay, hier muss man sich durchkämpfen jetzt. Ein bisschen. Ah, hier sind die Bänke auch noch wunderbar erhalten. Am Ende. Hier sind hier unterschiedliche Stände. Boah, wie klar das Wasser hier ist. Ja, dann hast du auch wieder ein Gitter. Ja. Da muss ein Gitter sein. Achso, das ist Folie. Das könnte eine Bank sein noch, ja. Ja. Ja, krass. Ja, wir sind mittlerweile wieder raus aus den Anlagen. Ich hoffe, wir konnten euch wieder 3 schöne, unbekannte Anlagen zeigen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Und ich würde mich mega über ein Like, Kommentar und ein Abo freuen. Das hilft auch meinem Kanal hier auf YouTube noch ein bisschen zu wachsen. Und ich hoffe, dass wir uns dann im nächsten Lost Place Abenteuer wiedersehen. Vielen Dank an alle Kanalmitglieder. Haut rein, bleibt gesund und ciao.